Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive in die Lyrics, die Visuals, die Melodien und was sonst noch so dazu gehört. Und wir schauen uns alles aus psychologischer und philosophischer Sichtweise an, Stück für Stück. Genau. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum When Sunday. Und heute steht auf dem Plan, wie ihr sicherlich gesehen habt, Money Ties. Ich mag diesen Song wirklich, wirklich gern. Bringt so verschiedene Facetten und Ebenen immer wieder mit rein, die ich sehr schätze und die einfach aufzeigen, wie komplex das Gesamtbild ist. Genau. Und wir werden das gemeinsam Stück für Stück durchgehen. Von daher, wenn ihr mehr davon sehen wollt und hören wollt und bei den Rain Sundays dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und jetzt lasst uns in den Song starten. Godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the path and pierced themselves with the many pangs of greed. Bevor es jetzt losgeht, ich werde nicht zu sehr darauf eingehen, aber ich finde den Anfang auch so schön, dieses, wir kommen mit nichts auf die Welt und wir bringen auch nichts auf diese Welt. Und wir können mit nichts nur gehen, wir können nichts mitnehmen. Auch wenn die alten Pharaonen in ihre Gräber all ihre Besitztümer haben reinpacken lassen, Gold und wer was und wen auch immer, so, um es mit in die nächste Welt zu nehmen. Doch wir wissen nicht, ob das tatsächlich klappt, ob das tatsächlich möglich ist. Weil an sich gehen wir erstmal allein. All die Besitztümer, die bleiben in unserem Grab und unser Körper löst sich Stück für Stück auf. Ja, und das, was wir nehmen können, ist das, was uns diese Welt anbietet. Und mit all dem, was wir innerlich mitbringen und das, was wir von der Welt bekommen, sind wir eigentlich ziemlich gut dran und können ein zufriedenes, glückliches Leben führen. Aber in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind in einem Mangel, irgendwas fehlt uns noch, irgendjemand, wir vergleichen ja auch so gern, irgendjemand hat irgendwas anderes als ich, was ich auch gern hätte. Oder von dem ich glaube, dass es ihn zufriedener macht oder glücklicher macht. Und das ist ja eigentlich das, was ich will. Also brauche ich auch das, was der andere da hat, damit ich auch so glücklich und zufrieden bin. Ja, und daraus entsteht dann so eine Spirale, weil in dem Moment, wo wir dann die Dinge haben, von denen wir glauben vermeintlich, dass sie uns glücklich machen, stellen wir fest, es hat mich nicht ganz so glücklich gemacht oder nur ganz kurzweilig. Ich brauche mehr davon oder was anderes. Und wir bleiben in dieser Suche und bleiben in diesem Mangel. Und eigentlich ist die Antwort hier und bei den ganz, ganz kleinen Dingen, bei den grundlegenden Dingen, die uns die Welt bietet. So. Und dieses wieder zurück zum Ursprung. So, was ist das, was uns mitgegeben wurde? Weil mehr brauchen wir eigentlich nicht. Aber unsere Gesellschaft funktioniert so, dass sie uns mehr verkaufen muss oder will. So. Und uns eben in diesem Mangeldenken hält, damit das funktioniert. Genau, lasst uns weiterhören. Money makes the world go round. Money makes a pure man lawless, proud. Money makes a man's verb consummate the noun. Cause an action to a thing is inspired by the pound or the dollar. False prophet, preach profit and we follow. When the scholar teach dishonor, that's a bitter pill to swallow. The biggest bank robber are the banks and the politicians, but judiciary are whores, what a shock. When we lose sight of live and let live, forget your soul is made much richer by the love that you give. If you're living just to make a living, that's all that is. And when you're lying, slowly dying, will you die with a grin? Now Bevor es weitergeht, vieles von dem haben wir auch schon in der Money Game Trilogie aufgegriffen. Wie das System so funktioniert, wie wir uns darin abarbeiten, wie wir versuchen, immer weiter in diesem Spiel irgendwie dabei zu bleiben, immer mehr Macht zu kriegen, irgendwie in diesem System zu überleben und irgendwie glücklich zu werden. Und
aus diesem Mangel, aus diesem Vergleich, aus dieser Bewertung heraus so viel erwächst, was anderen Menschen und uns selbst schadet, ein Verhalten. So, ne? Ren spricht immer wieder von Greed, so Envy, all diese Sachen, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr bei uns bleiben, nicht mehr bei einer Zufriedenheit bleiben, sondern irgendetwas nachjagen, um irgendetwas kämpfen. Und Kampf bedeutet immer, dass auch irgendetwas geschädigt wird. Irgendjemand anderes. Oder ich schädige mich selbst damit. Ja. Aber ich würde mich hier wiederholen. Wenn ihr da ein bisschen tiefer zugraben wollt oder noch ein bisschen mehr über meine Meinung zu dem Thema wissen wollt, guckt euch gerne die Money Game Sachen an. Die findet ihr alle in der Liste der Ren Reactions. Die verlinke ich euch hier. Genau. Lasst uns weiterhören. Just to make a living, that's all that is. And when you're lying, slowly dying, well, you die with a grin. Now digging up the root of evil, money too like a blade. You can slice across the jugular or carve and create. But when the money ain't the means, but the means is the money, you start to compromise ideals for dollars, morals get bloody. Now let me tell you a little story about a boy named Bren. Born March 1990 in the Celtic Welsh ends. We didn't have much, but mum and dad, they made enough to put hot meals on the table, fill our bellies full of love. A little sister fell into the picture. Oh my God, we love. Bevor es da weitergeht, ich liebe diese Zeile. They filled our bellies full with love. Die Eltern hatten nicht viel Geld, so. Aber es hat gereicht, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das war zum einen Belly füllen, wahrscheinlich auch mit Essen, aber eben auch mit dem Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Liebe. Das ist das, was die Kinder bekommen haben und das ist das, was sie gebraucht haben, um glücklich zu sein. Und natürlich, ne, wenn es nicht genug gibt, wenn es Armut gibt, es nicht ausreicht, um Essen, Trinken, bestimmte Sachen wie Kleidung, funktionale Kleidung, muss ja nicht mehr fancy Markenkleidung sein. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann wird es auch für Kinder schwer, trotz Liebe. So. Weil natürlich auch so ein normaler Körper einfach Grundbedürfnisse hat. Aber da sprechen wir hier jetzt zum Glück nicht von. So. Sondern das, was in dem Haus gegeben wurde, war Liebe. Und das hat den Magen gefüllt, das hat den Hunger gefüllt, gestillt. Und das ist das, was Ren heutzutage immer wieder auch predigt. Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, Liebe. Ich erinnere immer gern auch an den King Dotter Diss an dieser Stelle. Wo es anfing mit einem spielerischen Diss, also die Diss-Antwort auf den King Dotter Rap. Und er endete aber so wie Ren ist, nämlich mit einem Wort der Liebe und einem Wort der Zusammenarbeit und der Community sozusagen. So, und dieses Bewusstsein schaffen für die Strukturen, die uns gegeneinander aufbringen, die dafür sorgen, dass wir gegeneinander kämpfen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen um etwas kämpfen, um unsere Werte kämpfen, gegen diesen Mangel kämpfen. Und das ist das, was dem System quasi dient. So. Und es ist gut, wenn Kinder so eine Basis von Liebe, von grounded quasi, ne? Also die Urbedürfnisse von Vertrauen sind da. Mal davon abgesehen, dass später es schwierig wurde bei Rens Eltern und so weiter, die sich getrennt haben, gestritten haben und so weiter. Ne? Davon berichtet er auch in dem Song mit Token. Wie heißt der? What does your love look like? Da habe ich auch eine Reaction zu. Könnt ihr auch gerne anschauen. Aber die Grundbasis, bevor das alles passiert ist, hat schon gestimmt. So. Genau. Weiter gucken. Able fill our bellies full of love, a little sister fell into the picture. Oh my God, we loved her, made our family richer. Then we both got older, world a little colder. Life it had a way of chipping away at that shoulder. I held her and I told her. Hierarchy, status exists. Sometimes the purity of youth gets snatched, leaving you stripped. You'll learn that love is not enough, it's not a world for a kid. So toughen up and buckle up because it's bumpy as shit. And there'll be those who take advantage of the light in your soul. And there'll be times you feel the cup you're filling leaking with holes. And that dark can get much darker, we all must grow old. But listen up, my little sister, hold these words to your close. Bevor wir jetzt in die wundervolle Nachricht an seine Schwester gehen. Dieser Part berührt mich so allein an dieser Stelle, wo er sagt, die Welt wird kälter und wir lernen, dass Liebe allein nicht ausreicht.
um in dieser Welt zurechtzukommen. Und das macht mich immer wieder ziemlich traurig. So. Weil es sollte genug sein. Im Ursprung, wenn wir so kleine Kinder sehen, sind 2, 3 Sachen da. Bedürfnisbefriedigung und das Bedürfnis eben nach Aufmerksamkeit, nach gesehen werden, gehört werden, nach Liebe. Und als nächster Schritt Liebe zurückgeben, teilen. Das Miteinander, die Zugehörigkeit. Das ist das, was uns als Menschen stärkt. Das ist unsere Grundessenz. Aber darauf basiert das System nicht. Und das System, die Gesellschaft, wie sage ich das, propagandiert eher, dass Liebe Schwäche ist. Die Welt ist kalt. Also schneide dich besser an und sei vorsichtig. Sei bloß nicht naiv, sei nicht zu freundlich. Jeder da draußen will dir irgendwas. Jeder kämpft für sich selbst. Und wir glauben das. Und dann fangen wir selber an. Und das führt dazu, dass es tatsächlich so wird, dass jeder für sich selber kämpft. Weil alle damit beschäftigt sind, sich zu schützen. Und irgendwie um ihr Überleben zu kämpfen und ihren Mangel auszugleichen. Ihr Mangelgefühl. Wir suchen ständig nach dem, was uns unglücklich macht. Wir suchen in unserer Vergangenheit, versuchen die Vergangenheit aufzuarbeiten, das, was wir erlebt haben. Die Glaubenssätze aufzufüllen. Wir versuchen, uns irgendwie geliebt zu fühlen, irgendwie dahin zu kommen. Suchen ständig nach Gründen. Machen Therapien. Und oft genug sind die auch sinnvoll. Und wir vergessen dabei so sehr dieses System, was auf Mangel und auf Opfer aufbaut, auf Angst aufbaut. Und wir unterschätzen das. Und dann suchen wir irgendwie überall anders, weil an dem System können wir aktuell nicht so viel ändern. Also suchen wir uns irgendwas, wo wir was ändern können. Also fange ich bei mir an, Therapie. Oder ich gucke bei anderen, was machen die anderen? Warum sind die anderen alle blöd? Da kann ich wenigstens auf jemand Spezifisches schimpfen. Und auch das Gefühl haben, irgendwas machen zu können. Ich kann die anderen wegschicken, ich kann die anderen verteufeln, ich kann an mir was verändern. Das gibt uns ein bisschen Kontrolle wieder. So. Aber das, was es macht, ist, wir bleiben weg von unserer Weichheit, von unserer Zartheit, von unserer Liebe, von unserem Gefühl vom Miteinander. Und wir werden immer abgekapselter, immer einsamer. So. Ja, das ist traurig. So. Weiter. Dark can get much darker, we all must grow old. But listen up, my little sister, hold these words to your close. Keep that kind heart kind, humankind are in need. Never ever let this world make you bitter like me. Because this world needs love, and love it leaks from you, see. Sis, this world needs light, and you're the brightest I see. I see your wings have feather more than ever. Mine were torn by my oppressor. Sickness scorn me, but whatever. By your side we fly together. Give me flight when I could never. A releasing of the pressure, and the pressure makes a diamond. I will shine with you forever. Fuck greed, fuck depression, fuck bullies, fuck the jealous, fuck every man who made you feel less than a treasure, and fuck a world that makes us feel small. Fuck the forces that divide us, now's the time to stand tall. So. Ich finde auch das, es ist einfach, ich liebe dieses Lied. Immer wieder auf so vielen Ebenen. Die Nachricht an seine Schwester. Und es ist so gleichzeitig bei solchen Sachen, wenn wir jemandem so eine Nachricht geben, ist es oft so, dass wir selbst diese Nachricht so gut gebrauchen könnten von jemand anderem. Also dass wir die Nachricht eigentlich selber sagen müssten. Weil genau, ne, das ist das, was Ren sagt. Meine Federn, meine Flügel sind hinüber. So, ich habe schon zu viel erlebt. Zu viel ist kaputt gegangen in mir. So. Mir fällt es echt verdammt schwer, in meiner Liebe zu bleiben, in meiner Offenheit zu bleiben, in meinem, ne? Jetzt fehlt mir das deutsche Wort für kind. Let the kind heart be kind. Und das ist das, was sich Ren wünscht für diese Welt, für sich selbst und auch für seine Schwester, weil er selber fühlt, was es macht, wenn es kaputt geht. Das Schöne ist, kaputt heißt nicht kaputt, sondern der Kern ist immer noch da. Es ist nur eine Hülle drumherum gemacht worden, die diese Geschichte erzählt, die diese Erfahrungen in sich trägt. Aber der Kern darunter,
Der wird immer existieren, den wird es immer geben. Weil ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Ich weiß noch, irgendwo ganz tief im Innern, weiß ich noch, was ich verloren habe, wie es war. Und allein, dass ich das noch spüren kann, wie es mal war, was ich da verloren habe, bedeutet, dass es noch da ist, sonst könnte ich nicht mehr drauf zugreifen. Und manchmal fühlt es sich so an, als könnte ich es nicht mehr spüren und nicht mehr sehen. Und nur noch das andere. Und es tut unglaublich weh. Aber auch da, ich habe so viele Menschen gehabt, kennengelernt, Klienten, Freunde, die gedacht haben, es sei verloren. Das Kind Heart. Und sie haben sie wiedergefunden, nachdem sie sich durch die ganzen Schichten, die davor waren, davor gelegen haben, durchgebuddelt haben. So, Stück für Schicht, eine Schicht nach der anderen abgetragen haben. Es ist da. Und es wird immer da sein. Ja. Weiter. And fuck a world that makes us feel small. Fuck the forces that divide us. Now's the time to stand tall because money makes the world go round. Money makes the sick boy sicker somehow. Money gets a man mug punched in his mouth. Money run the gang thug, drug money plow. Money makes open case close. Money bend love, make war, make ghosts. Money gives a poor man hope. Money saves lives, takes lives, money both. Oh, da ist so viel drin, ne? Ich muss mal gucken, dass ich das alles aufgreife. Money makes the sick boy sicker somehow. Das Gesundheitssystem, auch Teil des Gesamtsystems, zu dem Ren ja auch schon einige Songs geschrieben hat, unter anderem Sick Boy. Spielt immer darauf an, dass das Gesundheitssystem darauf angelegt ist, uns zwar irgendwie wieder gesünder zu machen, aber meistens nur auf der Symptomebene. Schmerzen, hier haben Sie Schmerzmittel. Entzündung, hier haben Sie entzündungshemmende Mittel. Aber warum ist die Entzündung da? Warum sind die Schmerzen da? Ja, wir behandeln mal da, wo es weh tut. Aber oftmals ist es so viel komplexer in unserem Körper. Und nur weil es mir hier in der Schulter weh tut, heißt es nicht, dass das Problem in der Schulter liegt. Es kann auch im Bauch liegen, es kann im Nacken liegen, es kann im Fuß liegen. Schiefer Körper, ne? Blockierte Wirbelsäule, irgendwelche Nerven, die eingeklemmt werden, was auch immer. Aber die Ärzte haben gar keine Zeit und auch nicht mehr so viel Interesse daran, die Ursache wirklich zu finden. Und gerade wenn jemand vielleicht auch Geld mitbringt, dann werden immer unglaublich viele Untersuchungen gemacht, unglaublich viele Behandlungen. All das muss gemacht werden. Am besten irgendeine Operation, weil das bringt Kohle. So. Gerade in Deutschland die Privatisierung von Krankenhäusern. Genau. Nächster Satz. Money makes open case close. Finde ich eine unglaublich starke Zeile, weil es einfach genau das widerspiegelt, was in unserem System schiefläuft. Wenn du genug Kohle hast, kannst du dich aus vielen Dingen freikaufen. Du kannst viele Dinge einfach kaufen, wo andere gar keine Chance haben. Und das System sorgt dafür, dass die Reichen reicher werden und die Armen armer. Und, da kommen wir zum nächsten Satz, es sorgt dafür, dass die Armen Hoffnung haben, dass wenn sie Geld bekommen, ihr Leben besser wird. Dass sie dann aus dieser Mühle raus können, dass sie dann Glück finden, dass sie dann Freiheit finden, Freiheit außerhalb dieses Systems. Ob sie auch nur sich Dinge kaufen können, ein Open Case Closed kaufen können. So. Und den meisten geht es einfach nur darum, endlich mal Ruhe zu finden, einfach nur sein zu können. Irgendwo, weiß ich nicht, ein Haus, zufrieden sein, fertig. Und natürlich gibt es die Macht kaufen wollen, Macht haben wollen durch Geld, damit sie noch mehr Kontrolle haben. Und das sind meistens Menschen, die Angst haben. Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren, anderen ausgeliefert zu sein. Oder sich Emotionen stellen zu müssen, die kommen, wenn sie zur Ruhe kommen. Also machen sie immer weiter. Ich brauche noch was, ich brauche noch mehr, die bleiben in dieser Mangelspirale. Ja. Und Money saves lives und Money takes lives. Money both. Spielt im Prinzip genau da rein. Ne? In verschiedensten Ebenen. Sowohl im Gesundheitssektor, wenn du nicht die Kohle hast, dann kannst du dir halt keine gute Behandlung leisten. Pech gehabt. Ne, stirbst du vielleicht.
im Gegensatz zu dem, der Geld hat. Aber auch Kriege, die aufgrund von Geld angezettelt werden, von Macht angezettelt werden. Menschen, die verzweifelt sind und andere Menschen ausrauben und vielleicht dabei erschießen oder töten. Was alles so im Namen von Geld passiert, wie viele Menschen sterben im Namen von Geld und von Macht. Natürlich nicht offiziell. So. Aber ja. So, weiter gucken. Gives a poor man hope. Money saves lives, takes lives, money both. Money isn't, money's just that. Money's just a concept, people are trying. Tax up the poor man, feed up the fire. Money's just cash. Take money, take money, take money, take. Fake money, fake money, fake money, fake. Money ties, money ties, money ties, eh. Money lies, money lies, money lies, eh. Money lies. Es verspricht uns Glück, es verspricht uns Kontrolle, es verspricht uns Macht, es verspricht uns Sicherheit. Und es verspricht über diese Sicherheit, über die Kontrolle, über die Macht, dass wir dann endlich glücklich sein können. Dass wir dann endlich zur Ruhe kommen können, dass wir dann gut genug sind. Und nichts davon stimmt. Das ist eine große, fette Lüge. Das, was es macht, ist, wir können uns zumindest das Essen leisten, wir können uns die Grundbedürfnisse befriedigen, weil das System so aufgebaut ist. Und dafür ist es gut. So, früher waren es Tauschgeschäfte, offiziell ist es jetzt Tauschgeschäft gegen Geld. Aber auch da kommen wir schon an den Punkt, dass wir Dinge bewerten und ihnen eine Wertigkeit geben. Die Arbeit eines Unternehmensmanagers wird höher bewertet als die Arbeit eines Straßenbauers oder Hausbauers oder einer Putzfrau. Beide sind den ganzen Tag beschäftigt, beide hasseln auf unterschiedlichsten Ebenen. Die einen mehr körperlich, die anderen mehr geistig. Aber das, was ist, alle hasseln, alle arbeiten. Alle investieren Zeit, Gedanken, Mühe und es wird unterschiedlich bezahlt. Kann man drüber streiten und es gibt viel Diskussion und viel Streit darüber. Es wird auch wieder darüber gestritten, dass Menschen sagen, ich kann gar nicht dieses Hasseln, ich kann überhaupt nicht so viel arbeiten, das macht mich unglücklich. Und dann wird das wieder bewertet. Was ist das denn für jemand? So faul. Der will uns doch nur auf der Tasche liegen und so weiter und so fort. Und das ist auch das, was das System füttert. Wir bewerten die Menschen, die nicht nach dem System funktionieren, die keine guten Menschen sind, die nicht reinpassen. Und wir passen rein. Wir machen ja. Wir sind die Guten. Und dass Menschen so individuell sind und nicht alle gleich funktionieren, das wird immer außer Acht gelassen. Und dann wirst du dafür bestraft oder belohnt. Ja, interessantes Konzept, wie Ren so schön gesagt hat, ne? Geld ist nichts anderes als ein Konzept, was die Menschen erfunden haben. Ursprünglich zum Tauschgeschäft. Und heute kannst du Geld gegen Macht, Kontrolle, Sicherheit eintauschen. Und die sind auch nur vermeintlich. Und teilweise schon auch realistisch, wenn wir uns so manche Menschen angucken, wo es einem echt gruselt, dass solche Menschen an der Macht sind und die Kontrolle haben. Aber das sind die so sehr aus Angst, aus Mangel, aus Angst vor Kontrollverlust heraus agieren. Und die sind es dann, die diese Ambition haben, immer weiterzumachen und immer höher zu kommen und immer mehr Macht zu kriegen. Wo die Angst aber nie aufhört. Und das sind dann die ganz oben an der Spitze sind, die das Sagen haben. Weil die schneller zufrieden sind, mit kleineren Dingen zufrieden sind. Oder eben nicht ambitioniert sind, in das System von Funktionieren und Geld einzusteigen. Das sind nicht die ganz oben sind, aber man könnte darüber reden, ob das nicht die sein sollten, die oben sind. Weil da mehr die Basics sind und nicht von Angst und Kontrolle regiert wird. Ja.
Ich lasse das erstmal so stehen. Das Video ist, glaube ich, lang genug. Ich würde mich unglaublich für eure Gedanken interessieren. Was hat das Video und das Lied bei euch bewirkt? Eine Sache kommt mir noch von dem Video, was ich immer sehr eindrücklich finde und wo ich immer wieder einen Bezug auch zu mir finde. Es gibt dieses Bild, wo er da in diesem U-Bahnhof ist und mit der ganzen Masse quasi, ich glaube, aus der U-Bahn aussteigt und den Bahnhof entlang läuft. Und alle in ihrem Film sind. Und ich habe das so oft in Berlin. So, das ist einfach nur so ein, jeder läuft da halt so vor sich hin, lässt sich mit der Welle treiben. Und alle fühlen sich irgendwie ein bisschen leer. Und ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. So von, ja, das ist halt jetzt der Tag. So startet er oder so endet er, wie auch immer. Und selbst wenn ihr nicht in der Bahn sitzt, sondern im Auto und dann im Verkehr, Berufsverkehr oder sowas rumhängt. Wer sitzt da schon großartig glücklich und denkt sich, yeah, voll cool, ich bin in der Bahn mit all diesen Menschenmassen, die auch alle irgendwie von ihrem Tag geschafft sind und keinen Bock haben. So. Wochenende könnte es wieder was anderes sein, wenn die Leute in der U-Bahn sich irgendwie vorher getroffen haben zum Vorglühen und dann zum Party machen fahren oder was auch immer. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen finde ich das Bild so stark. Es vermittelt ein Gefühl. So, jetzt aber. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, dann seht ihr bald mehr von mir. Und genau, heute ist mein letzter Urlaubstag auf Zypern. Und ab nächster Woche bin ich dann wieder zu Hause und dann gibt es wieder Videos aus Berlin. Also, macht es gut, passt auf euch auf und bis bald.